Wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert, zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, die Colleges anzuschreiben, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Fax angekommen ist? Etwas mehr als ein Jahr, 1,5 Jahre. Also Ja. es war auch also einfach ein Prozess. Es war so ein Learning by Doing. Right. Und das ist auch euch vielen Jungs, die den Traum haben, auch sage, und die müssen nicht denselben Fehler machen wie ich. Ich sage denen, versucht die Nummern herauszubekommen, bildet eine Beziehung zu den Coaches, die da vielleicht die Aufgabe dort haben, und verkauft euch oder stellt euch einfach nur vor. Weil die wollen ja letztendlich, und heute ist ja so viel einfacher mit YouTube und all den ganzen Medien, dass man, sage ich mal, sich ein Highlight-Tape, dass die das Highlight-Tape sehen, ne? Nicht mit VHS-Kassetten und Übersetzungen und dass das auch alles kostet, ne? Ja. Aber gut, so war das halt. Und das ist halt, deswegen hat es so lange gedauert, und hätte ich auf meinen Vater früher gehört, hätte ich vielleicht sogar 3 Jahre gespart. Ja. Ne? Und wäre dann auch nicht erst mit 24 aufs College, sondern schon mit 21. Ja. Ne? Gut, das kann man dann nicht halt wissen. So ist es halt gekommen. So ist es. Dafür teile ich gerne heute das Wissen oder meine Erfahrungen mit den Jungs, die das gerne wollen. Und wenn sie auf mich zukommen, dann teile ich das auch gerne. Sehr gut. Wie war der Mut, als du in den Staaten angekommen bist? Es war wie Nacht- und Nebelaktion. Ich hatte den Flug für North Carolina, hab ihn abgebucht, und ich hatte auch überhaupt keinen Mut, North Carolina abzusagen. Ich glaube, ich habe es auch nicht gemacht. Aber das ist dann, glaube ich, so intern, das wird erfahren, aber die haben da auch keinen Harm. Am Ende ist es ein Business. Aber egal. Flug wurde abgesagt, ich musste dann den Flug buchen. Es war ja Juli und im August gehen die Camps los. Das heißt, ich musste ein Ticket finden, aber es ist auch so eine Preisfrage. Und dann war das so ein Trip über New York, North Carolina, New Orleans. Ich war über 30 Stunden unterwegs, voll bepackt, und war aber egal. Ne? Also ich bin nachts in New York angekommen. New York. Die Stadt, ne, riesengroß. Ich als kleiner Junge aus Neuwied-Rodenbach. Gut, Köln und so, Großstadt Hamburg natürlich, aber New York ist einfach ein anderer Schnack, und vor allem ist es halt mitten in der Nacht. Ich musste dann den Flughafen wechseln. Dann von da, der nächste Tag ging der Flug los nach North Carolina, dann da wieder wechseln und dann New Orleans. Und damals gab es noch nicht hier Handy, WhatsApp und so weiter, kannst die Eltern mal anrufen. Das war alles über R-Gespräch an der Telefonzelle, dass die wissen, bei mir ist alles in Ordnung und okay. Also Hut ab bei meinen Eltern, ich bin jetzt selber Vater, also die Sorge, ich hoffe, die muss ich nicht bekommen, aber ich glaube, ich werde richtig noch als Retourkutsche kriegen. Aber wie gesagt, unfassbar, also auch für meine Eltern, wenn ich jetzt das bedenke, was sie da durchmachen mussten. Letztendlich angekommen, irgendwann auch Telefon, ich bin da, aber halt, also explizit die Landung. Ich lande in New Orleans. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann so Shorts angehabt, abgeschnitten. Sah aus wie so ein Bauernjunge. Ne? Und was krass war für mich, dass ich schon von der Size, die suchten einen größeren. Deswegen war ich für die interessant. Und ich habe sogar in der Zeit ein bisschen zugelegt, weil ich hatte in amerikanischen Jargon 270 Pfund. Ich habe gerade abgenommen, weil ich dann eigentlich auch besser spiele. Aber in Nickel State hatte ich ein großer Nose-Tackle von über 300 Pfund verletzt. Und die haben halt mein Highlight gesehen und haben gesehen, dass ich auch ein bisschen buff war. Und dann habe aber denen erzählt, dass ich gerade am Abnehmen bin. Und da hat der Coach, der D-Line-Coach, gefragt, ob ich zulegen kann über die Zeit. Wir reden von jetzt so 8 Wochen. Ja. Ich wog 115, 120 Kilo. Ja. Und ich habe ihm gesagt, gar kein Problem, weil ich woge in der zweiten Season von Köln, war ich schon auf 135. Okay. Bin dann aber runter, weil ich dann besser spielen konnte, also mit dem Gewicht einfach besser unter Kontrolle. Da habe ich gesagt, kein Problem, Coach, ich nehme so viel zu, wie du möchtest. Und dann hatte ich auch 290 Pfund ziemlich schnell und habe die 300 und das Coole war, ich habe den Coach angerufen, er fragt mich, wie läuft die Zunahme? Ja, Coach, ich habe schon 290 Pfund. Was? Und dann sagt er so, ja, hör auf. In Louisiana ist es heiß. Oh, ja. Ne? Sag ich, ja, okay, also soll ich nicht weiter? Nee, bleib so erstmal, ist okay. Gut, das war dann ein Haken, dann der Flug und dann halt, wie gesagt,
ich bin gelandet und mich hat der Linebacker-Coach und der Receiver-Coach abgeholt. Und ja, ich war voll wach. Ich war 3 Stunden unterwegs, aber ich war halt so excited, ne? Also es war unglaublich, ne? Und dann holen dich die Coaches ab, Checkout, ins Auto. Und ich rede die ganze Zeit, ich war, wie sagen Sie mal, wie ein fettes Kind im Süßigkeitenwarenladen. Ich war so weg, ich kann es nicht glauben, dass ich da bin. Jetzt brauche ich auch mit Coach Kelly nicht mehr belästigen. Ich habe den jeden Tag angerufen, bis ich gelandet bin. Dass sie wissen, mir ist das ernst, dass ich mich darüber freue und so weiter. Das war auch das erste, was Coach Kelly, als wir dann auf dem Campus gelandet sind, habe ich dann alle kennengelernt. Den Head Coach, Coach Day, Coach Kelly, der Defense Coordinator. Da hat er nur gesagt, es ist gut, dass du endlich da bist, weil ich habe mit dir öfter telefoniert als mit meiner Frau. Dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt vorbei, Coach, ich bin jetzt hier. Ne, und ja, und ich werde nie vergessen, das war dann eine Fahrt, 45 Meilen, aber es gibt ja die Geschwindigkeitsbegrenzung in Amerika. Es hat 1 Stunde und etwas länger gedauert, bis wir da waren. Du guckst dir dann die Landschaft an, es ist wirklich heiß dort in Louisiana, also wir reden von 45 Grad und auch Luftfeuchtigkeit, aber es ist ja alles egal. Taschen ins Auto, losgefahren. Nach einer Stunde etwas mehr als 1 Stunde waren wir da. Und dann siehst du schon den Campus. Du siehst das Stadion. Das große N, das Logo mit dem Schwert. Überall das Logo. Also so endlich zu Hause. Ne? Und dann kommst du rein und die Coaches sind alle da. Athletic Building. Ich kann euch gar nicht beschreiben. Es ist so ein krasser Moment gewesen. Dann gehst du durch die Lockerrooms. Und ihr wisst, wie es in Deutschland ist. Ja, wir sind in fremden Stadien. Das ist einfach nur so ein Raum mit einer Bank. Da hast du auf einmal so rote Kästen waren das. Das war deine Garderobe. Da hängt alles drin. Und das Beste, da steht Mišić. In einem amerikanischen College. Mein Name. Ja, Mann. Und wir hatten keine Handys mit Telefon, also mit Fotoapparat. Ich hatte, weißt du, damals halt Handys, aber die kannst du ja nicht mal abfotografieren. Das musst du alles dann speichern. Ne? Ja. Und dann ging es darum, und dann, die waren sich auch dann nicht sicher, dass ich das bin. Dann bekam der Athletic Coach und sagte, okay, how you feel? Ich so, great. Ja, dann lass mal ein bisschen testen. Wollen wir ein paar Läufe machen. Und dann waren wir auch im Kraftraum, wollten die sehen, wie viel ich drücken kann und so weiter. Und dann, das war ganz locker und easy. War auch eigentlich entspannt, weil ich war die ganze Zeit unterwegs. Und dann fragt der Coach, nur der Head Coach, und wie ist er? Ja, für einer, der über 3 Stunden unterwegs war, ist er fit. Ne? Ja. Und dann ging es darum, okay, wo komme ich unter? Dann waren so Apartments. Es gab halt weil der Campus war noch nicht offiziell geöffnet und es gibt die Studentenwohnheime, aber die waren noch nicht offen und dann musste ich beim Teamkollegen im Apartment klarkommen. Das war eigentlich perfekt, um jetzt mal reinzukommen, genau, um Leute kennenzulernen. Auch Teamkollegen kennenzulernen. Das war damals Senior der David Willis, auch noch heute mit all den Jungs auch Kontakt. Und ich habe den Coach gesagt, ich schlafe auch im Lockerroom. Ist mir egal, ich kann hier, wo mein Name steht. Das habe ich gemerkt, das war für die auch was Neues, weil die haben die Freude gesehen und da hast du mit denen geredet, irgendwann kamst du dann zur Ruhe, dann war ich in den Zimmer, erstmal ausgepackt, Bett. Und dann sind wir ein bisschen unterwegs gewesen, ich habe mit denen geredet, mein Englisch war auch noch nicht so gut, es war okay und man hat sich verstanden, es war auch für die interessant. Ich war der erste International Student von Nicholls State Football. Wow, krass. Ne? Das war auch cool. Ja. Ne? Und dann waren wir in so einer Bar, da habe ich noch andere Teamkollegen kennengelernt, das ist Milan. Und dann sagen die so, haben die mich angeguckt und fragen die mich, die so, bist du Senior? Ich so, nee, Freshman. You are a Freshman, weil ich war 290 Pfund und da habe ich auch andere D-Line-Kollegen kennengelernt, die sahen für mich aus wie Receiver, die waren aber D-Liner. Und 23, 24 Jahre alt warst du auch. Genau, aber das war das Ding. Ja. Aber es gab Jungs, die sahen älter aus als ich, die waren 18. Ja. Ne? Und dann habe ich nur gesagt so, ja, ich bin schon 24 und habe schon ein bisschen Football hinter mir und es ist für mich einfach eine Ehre, hier zu sein. Und dann, man lernt die Jungs kennen und ich habe bis jetzt noch gar nichts gegessen. Ne? So, und dann nächster Tag. Der Teamkollege Willis, der will dann mit mir einkaufen gehen. Aber der Junge schläft, ich war schon wach und ich hatte Hunger. Was mache ich? Ich gehe raus und gehe die Gegend erkunden.
Das Erste, was mir auffällt, es gibt keine Bordsteine. Ne? Und ich bin dann am Straßenrand und suche Supermarkt. Frag die Leute, hey, how you doing? Und die aus den Südstaaten, gerade Louisiana, sind alle so, what's up, how you doing? Und so. Und ich frage, Supermarket, where is the supermarket? Dann bin ich rein, habe einen gefunden, der war auch gar nicht so weit weg vom Campus. Und komme ich zurück, habe mir ein Frühstück gemacht. David wacht auf, fragt mich, wo hast du das Zeug her? Ich sage, habe ich schon eingekauft. Wie bist du da hingekommen? Sag ich, zu Fuß. Wie zu Fuß? Ich so, ja, rechts und links, ne? Hä? Und da habe ich gemerkt, die Amerikaner laufen nicht. Die fahren überall mit dem Auto hin. Deswegen gibt es auch keine Bordsteine. Und dann sage ich, ja, und habe hier, weißt du, so Fertiggerichte gehabt, so American Food. Ja. Und so, ey, krass. Und das war dann so die Story. Weißt du, was Milan heute gemacht hat? Der ist zu Fuß zum Supermarkt. Und ich habe auch gemerkt, als ich zurückkam, ich hatte 4 Tüten. Ja. Die Leute, die mir entgegengefahren sind, die haben sie auch gesagt, was ist mit dem los, weißt du? Was macht der da? Und was krass war auch in Louisiana, da sind so Kanäle, ne? Und dann siehst du da Alligatoren oder so Schildkröten auch da so rumfliegen. So, okay, da darf ich auf jeden Fall nicht abrutschen. So. Wow. Also, Kulturschock war es nicht, aber ich habe alles genossen. Es war so geil. Einfach, andere Welt. Andere Welt und dann bist du auf den Campus und so. Und irgendwann hat sich das alles situiert. Und dann kam natürlich, Football geht immer so 4 Wochen vorher los, bevor der Campus aufhört mit dem Camp. Mhm. Und dann hast du ein Physical gemacht, die checken dich, ob du Verletzungen hast, du wirst komplett untersucht. Auch so, krass, für uns, Deutschland, wen interessiert das? Wir tragen Helme, die sind schon 5 Jahre alt. Ne? Auch da, auch Equipmentraum und dann halt, also Wahnsinn, ne? Also absoluter Wahnsinn. Und dann werde ich nie vergessen, und das war auch so ein richtig stolzer Moment, wir waren in der Aula und Head Coach kommt rein, Coach Day, und sagt so, ihr seid die besten Jungs aus dem ganzen Land, die wir uns für unser Programm ausgesucht haben. Das soll euch bewusst sein. Es gibt 1000 andere Jungs, die an eurer Stelle gerne wären. Und ich sitze dazwischen, bin aus Neuwied, Rodenbach. Ja, Mann. Und denke mir so, wow, Diggi. Gänsehaut. Ich bin hier. Ja, Mann. Unter den ganzen Jungs aus Amerika bin ich hier. Und dann ging Camp los. Richtig cool. Ja. Richtig cool. Wie waren die ersten sportlichen Erfahrungen im College? Hast du dich wohlgefühlt? Ich hatte die Erfahrung in Hamburg war für mich sehr wertvoll, rückblickend zu sehen, weil ich durfte ja auch in Hamburg, musste ich auch erstmal mit der Herrenmannschaft trainieren. Das war aus verschiedenen Gründen, aber da habe ich auch an mir gezweifelt, ob ich Football spielen kann. Weil wenn dich ein Max von Garnier als Receiver einfach umhaut, dann zweifelst du an dir. Ne? Und da hast du einfach gemerkt, es ist ein anderes Level. Und generell Bundesliga war da eine große Schule. Trotzdem, Technik und vor allem Geschwindigkeit war ich weit weg von. Und gerade die O-Liner, die ich hatte, weil du hast gemerkt, du musst dir jetzt mal vorstellen, wir sind auch in Deutschland froh, wenn du mal 20, 30 Jungs im Training hast. Ich stand auf einmal mit 20 D-Linern im Training. 20 D-Liner. In dem zweiten Jahr waren wir sogar 27. Und jeder von den Jungs ist nur so ein Tick besser. Eine riesen Intensität und auch vom Competition-Level her. Wahnsinn. Also brutal. Und ich habe nicht an mir gezweifelt, aber ich musste viel arbeiten. Aber das wissen die Coaches auch. Und im Nachhinein habe ich mir viel zu viel Druck gemacht, weil du kommst aus Deutschland, du willst Starter, weil nur dann bist du wertvoll als Spieler. Aber rückblickend hätte ich die Erfahrung, hätte ich einfach gesagt, ey, trainiere, du kannst sogar redshirten, das ist überhaupt keine Schande, weil letztendlich, du trainierst eigentlich nur für Senior Year. Vielleicht Junior, aber Senior Year. Wir haben ja 4 Jahre auf dem College, aber meistens ist es ja auch, dass die Jungs dann im ersten Jahr redshirten, weil ganz ehrlich, die Jungs, die schon 3, 4, 5 Jahre da sind, die sind einfach weiter. Und das muss man akzeptieren. Ja. Und das war auch eine Erfahrung oder auch ein Progress, den ich machen musste, weil in Deutschland bist du letztendlich nur entweder Starter oder Backup. Ja. Ne? Und in Amerika, und ich habe ja auch gespielt, aber du bist eine D-Line-Crew und es gibt die erste und zweite Gruppe und du rotierst. Was auch cool ist, weil du kannst mal verschnaufen und dann kannst du immer Vollgas geben. Ja. Und das sind halt, da hast du gemerkt, was eigentlich anders ist. Du hast immer viele Mythen gehört aus Deutschland, was manche meinten zu wissen, die waren aber nie selber da. Mhm. Die haben einfach daraus einen Mythos kreiert und es ist gar nicht so. Erstens sind die Jungs gar nicht so riesig und groß. Ein paar O-Liner ja, aber die haben wir in Deutschland auch.
sind einfach O-Liner, gerade Offense Tackles. Brauchen wir. Aber die Jungs, die aus der Highschool kommen, die sind 18, die sehen alle gleich aus, hast du fast das Gefühl. Und dann geht's im College-Programm geht es los, dass die sich dann entwickeln. Krafttraining, ne? Selbst in Amerika machen das erste Mal welche wirklich auch Krafttraining. Das ist nicht immer mit involviert in den Highschools. Das ist jetzt heutzutage wahrscheinlich anders, aber Ernährung. Das waren auch Jungs, die mussten zunehmen, die hatten auch richtig Stress damit, weil sie es nicht konnten, weil sie es nicht wussten. Die wurden dann auf einen Dietplan gesetzt, aber das war dann Peanut Butter Jelly Sandwich abends nochmal essen. Ja. Und so eine Geschichten. Du hast eine Kantine gehabt. Ich hatte keine Probleme. Ich war ja nach einem Jahr College, das war das schwerste Gewicht, was ich hatte. Ich war 290 Pfund, am Ende hatte ich 327. Ich war der Polar Bear. Und dann hatten wir noch den anderen Kollegen, Big Skinny, der war der Brown Bear. Und wir zwei, wir waren über 600 Pfund schwer. Und sind da rumgetingelt. Ja, weil es war kein Problem dort zuzunehmen, weil Louisiana Food, voll. sage ich euch, das ist alles schön frittiert. Ja. Ja, es gibt viele Buffets und auch die Cafeteria. Ich habe jeden Tag mit Double Bacon Cheeseburger gemacht und keine Ahnung was. Ja, und du hast ja auch mal gut gegessen. Ja, ne? ja. Also, Du kannst das ja auch von Haus aus schon. Ja, von Haus aus, genau. Ja. Deswegen war es für dich wahrscheinlich dann auch einfach reinzuhauen. Ja. Also wie gesagt, nochmal darauf, es war schon Progress. Und es war auch teilweise schon schwer, weil die Jungs hatten Speed, ne? Also es war wirklich schnell. Trotzdem, es war auf Augenhöhe, aber es war auch manchmal frustrierend, aber Speed kills, sagen die Amerikaner. Und das merkst du, das ist der Unterschied. In Amerika ist wirklich Geschwindigkeit. Ne? Und dann halt diese Fundamentals, die trainieren jeden Tag. Ja. Das wird crisp. Es ist einfach jeden Tag Training, jeden Tag. Ja. Und vor allem im Camp, Tour-Days. Also 2 Trainings nach Gang für 4 Wochen teilweise. Also es fängt langsam an, das ist alles gescriptet. Erstmal ohne Ausrüstung und so weiter. Das hat alles so seine Regeln. Aber dann geht das auch. Und dann hast du Kapitel im Training. Da wird gepfiffen, da muss gerannt werden. Wenn nicht gerannt wird, dann lassen die dich nochmal extra rennen. Also und lauter so Geschichten. Und dann halt auch noch das Campusleben. Ne? Erstmal rausbekommen, was ist denn jetzt der Stundenplan, wo muss ich hin und so weiter. Ne? Ja, das kommt noch dazu. Ja. Und ja, also vieles Neues. Du hast ja auch Kunst studiert, richtig? Genau, ja. Ich habe Grafikdesign studiert. Also war ja die Frage, was ist überhaupt studieren? Ja. Ne? Und da war halt Fine Arts. Das Grafikdesign. Und da ist auch Teil Kunst. Ne? Also ich kann auch zeichnen, also das wissen viele gar nicht. Also ich auch so gerade so Comic-Bereich. Und das habe ich aber lange weggelassen wegen Football. Es gab nichts an Football, was ich gemacht habe. Mit Footballtraining, aber auch Fitnesstraining, Krafttraining, also weil ist ja noch viel dahinter. Da war Malen, Zeichnen, war lange nicht mehr. Und da habe ich gesagt, was machst du denn eigentlich gerne? Dann hast du auch so eine Beraterin für dich und dann hat sie gesagt, ja, dann studier doch Fine Arts, Grafikdesign. Ja, okay, cool. Und dann habe ich dann auch wieder Zeichnen für mich entdeckt. In Amerika, in Louisiana, in Thibodaux. Ja. Und habe dann da auch Stillleben gemalt, Quadrate und so. Das ist auch richtig cool. Witzig, ja. Als großer Footballer. Ja. Ne, und also viele neue Dinge, aber es war, ich glaube, das war, weil ich schon älter war, ich konnte es mehr genießen. Also ich hatte schon mir irgendwo Druck gemacht, gerade, okay, wirst du spielen oder nicht. Das war der Einzige, aber wo ich nachher, wenn ich das noch abgelegt hätte, dann wäre es wirklich entspannt gewesen. Ne? Ja. Und das kann ich auch nur jedem auch so sagen, der Football spielt, hab Spaß und nimmt nicht immer alles so ernst und geht mit dem Prozess. Der Weg ist das Ziel. Ja. Und klar hat man einen Anspruch und auch Ego und so weiter, aber man kann dann auch sehr viel aus den Augen verlieren. Ne? Ja. Aber das sage ich, das war so auf Football nur das eine, weil ich hatte so, du willst spielen. Ne? Es war auch immer so wurde es auch kommuniziert. Ich bin ja gekommen, weil der eine sich verletzt hat und ich sollte auch spielen, auch wegen meines Alters. Und deswegen hast du dir dann auch diesen Druck auch gemacht. Aber, und das war das erste Mal dann auch, dann passiert es auch gerade da, das war dann so zweite Woche des Camps, habe ich mir dann beim One-on-One-Drill den Fuß gebrochen.
aber jetzt ein Haarriss war es, ein Mittelfuß. Was ich aber auch gut ignoriert habe, 3 Wochen. Bis die mich dann zum Röntgen geschickt haben und gesehen haben, oh, der Fuß ist gebrochen. Das passiert, denke ich, oft im College bei der Competition, dass die Leute Genau, versuchen. weil du wolltest halt, ne, du hast zwar ein bisschen ausgesetzt, waren riesen Schmerzen. Und das war auch so ein Ding, da habe ich auch, weil ich normalerweise Fußeinlagen trage, ich habe die an dem Training nicht getragen. Und als ich den Fuß geplantet habe, hat es auf einmal nur Pau gemacht. Ne? Und ja, und am Ende, es war ein Mittelfuß, Haaresbruch. Und dann musste ich auch mal aussetzen. Das war das erste Mal in meiner Karriere, ne? Dass ich aussetzen musste beim Football. Das war auch dann. Und die Competition ist so hart, dass du auch immer Seitenhiebe kriegst von den Teamkollegen. Ne? Ja. Wenn zum Beispiel, ich sag mal so eine Geschichte, wenn ein O-Liner dich pancaked im Training, dann siehst du in deinen Locker, wenn du deine Klamotten holst, Sirup-Päckchen. Wow. Ja? Oder jetzt, wo ich mich verletzt habe, yeah, Milan is you America. A little tougher than Europe. Ja. Weißt du, und Ja. dann musst du jetzt anhören, aber da konnte ich drüber stehen. Ja. Ne? Aber das ist halt wirklich Competition. Das ist eine riesen, also das ist schon anders. Ne?